Jeder Spieler nimmt 8 Spielsteine und 3 Louis-d'Or. 4 Schmuckkarten in der Werkstatt auslegen, die restlichen Schmuckkarten verdeckt, die Adelskarten und so viele Louis-d'Or wie Anzahl Spieler, zum Beispiel 4 Karten bei 4 Spielern, auf separaten Stapeln bereitstellen. Edelsteine am Hofmarkt ersteigern. Alle 4 Würfel würfeln, dann 1 oder 2 Spielsteine entsprechend des Würfelergebnisses in den Hofmarkt setzen. Bei Diamant darf der Stein in eine beliebige Spalte, bei der violetten Augenzahl auf ein beliebiges Zahlenfeld einer Spalte gesetzt werden. Bei einem bereits besetzten Feld wird der eigene Spielstein auf den liegenden Stein gestapelt. Bei den Feldern 1 und 2 wird bei einem Zweierstapel der unterste Stein direkt in die darunterliegende Edelsteinkammer verschoben. Bei den Feldern 3 und 4 wird bei einem Dreierstapel der unterste Stein direkt in die darunterliegende Edelsteinkammer verschoben. Hat der Spieler am Zug nicht ausreichend Steine auf der Hand, kann er beliebige eigene Steine zurück auf die Hand nehmen, um sie in den Hofmarkt zu setzen. Ist ein Spieler mit dem Würfelergebnis nicht zufrieden, kann er auch keinen Stein setzen und dafür 1 Louis-d'Or aufnehmen, sofern vorhanden. Spielzug B. Schmuck in der Werkstatt anfertigen. In einem ersten Schritt kann der Spieler am Zug seine Spielsteine, die in einer Spalte des Hofmarkts zu oberst liegen, in die darunter liegende Edelsteinkammer verschieben. Zu oberst heißt, dass der eigene Stein nicht unter einem anderen Stein liegt und auch kein anderer Spielstein in dieser Spalte auf einem höheren Zahlenfeld liegt. In einem zweiten Schritt kann der Spieler nun Spielsteine aus den Edelsteinkammern nehmen und auf die Juwelenfelder der ausgelegten Schmuckkarten in der Werkstatt setzen. Jeweils 1 Spielstein pro Juwelenfeld. Mit den Spielsteinen aus der Goldkammer kann der Schmuck mit Massivgold angereichert werden. Goldsteine dürfen nur auf bereits liegende Spielsteine gestapelt werden. Dabei maximal 1 Goldstein pro Edelstein. Gegen 3 Spielsteine kann der Spieler ein beliebiges Juwel auf der Schmuckkarte abdecken. Dabei setzt er einen Spielstein auf die Schmuckkarte, die beiden anderen nimmt er zurück auf die Hand. Wenn der Spieler während seines Spielzugs keinen Spielstein auf eine Schmuckkarte setzt, darf er einen Spielstein von einer Edelsteinkammer in eine andere Edelsteinkammer verschieben. Eine Schmuckkarte ist vollendet, wenn auf jedem Juwelenfeld 1 Spielstein und auf mindestens einem Juwelenfeld 2 Spielsteine liegen. Wenn ein Spieler während seines Spielzuges eine oder mehrere Schmuckkarten vollendet, kommt es nach seinem Spielzug zur Schmuckwertung. Hat der Spieler mehrere Schmuckkarten vervollständigt, erfolgt die Wertung in der Reihenfolge von links nach rechts in der Werkstatt. Eine vollendete Schmuckkarte geht an den Spieler mit den meisten Spielsteinen auf der Schmuckkarte. Bei Gleichstand an den Spieler mit den meisten Louis-d'Or. Hierfür müssen die beteiligten Spieler ihre Louis-Karten offenlegen. Bei erneutem Gleichstand entscheidet das Würfellos. Der Spieler, der die Schmuckkarte erhält, muss jedem Mitspieler, der ebenfalls Spielsteine auf die Schmuckkarte gesetzt hat, 1 Louis-d'Or pro Spielstein bezahlen. Kann oder will ein Spieler seine Mitspieler nicht bezahlen, sagt er, ich verzichte. Nun kann der in der Rangordnung nachfolgende Spieler die Schmuckkarte erwerben. Haben der Reihe nach alle beteiligten Spieler verzichtet, werden alle gestapelten Goldsteine zurück auf die Hand genommen. Es erfolgt nun eine zweite Schmuckkartenwertung, diesmal ohne Gold. Allianzpunkte. Erwirbt ein Spieler mehrere Schmuckkarten derselben Adelsfamilie, erhält er bei Spielende Allianzpunkte entsprechend der folgenden Tabelle. Enthält die Allianz mindestens eine Kronenkarte, gibt es mehr Allianzpunkte. Sondersteine. Unter den 8 Spielsteinen jedes Spielers befinden sich auch 2 Sondersteine, der geheime Doppelstein und der Allianzstein. Der geheime Doppelstein wird wie ein normaler Spielstein gespielt, aber mit dem Bild nach unten, damit die Mitspieler ihn nicht erkennen. Der Doppelstein zählt bei der Wertung einer Schmuckkarte doppelt, also wie 2 Spielsteine, aber bei der Bezahlung nur einfach wie ein normaler Spielstein. Mit dem Allianzstein kann der Spieler 2 Adelsfamilien zusammenführen und so mehr Allianzpunkte erhalten. Der Allianzstein entfaltet seine Wirkung nur dann, wenn ein Spieler eine Schmuckkarte erwirbt, auf der sich sein eigener Allianzstein befindet. In diesem Fall darf er, wenn er will, eine entsprechende Adelskarte aufnehmen. Dieselbe Aktion kann er ein zweites Mal bei einer anderen Schmuckkarte wiederholen. Die beiden Adelsfamilien seiner beiden Adelskarten sind nun miteinander liiert. Die Schmuckkarten beider Familien werden für die Allianzpunkte zusammengezählt. Der Allianzstein kann nur 2-mal als Allianzstein eingesetzt werden. Ansonsten wird er als normaler Stein verwendet. Sobald die letzte Schmuckkarte übergeben wurde, endet das Spiel und es kommt zur Schlusswertung.